Jeder von uns im Leben wurde mal enttäuscht. Aber das eigentlich Interessante ist, warum wurden wir denn enttäuscht? Oft denken wir, dass es an der Person liegt, die uns enttäuscht. Aber in der Wirklichkeit liegt es gar nicht in der Person, sondern es liegt an uns selbst, weil wir ganz einfach von dieser Person oder von diesen Personen, von denen wir enttäuscht wurden, viel mehr erwarten. Es gibt Menschen im Leben, die kommen und die gehen, die bemerken wir noch nicht mal. Es gibt Menschen im Leben, die kommen, die bleiben für immer. Für die sind wir auch sehr dankbar, dafür, dass sie in unserem Leben sind. Und es gibt Menschen in unserem Leben, die bleiben für vorübergehend. Und das ist das eigentlich Interessante. Denn von diesen Menschen können wir viel lernen. Wir gucken uns vieles von denen ab. Wir prägen uns vieles. Oder sie prägen uns für vieles. Und wenn sie aber weg sind, hinterlassen sie sehr, sehr bittere Spuren. Und das ist das Interessante dabei, weil genau diese Menschen machen es uns im Leben schwer. Wenn sie uns enttäuschen, wenn die Wege sich trennen, dann ist es das Schmerzhafteste, was es überhaupt geben kann. Weil man sich der Person angebunden hat, weil die Person einem was bedeutet hat. Und deswegen sind wir zum Beispiel nicht verletzt von Menschen, die uns relativ sind. Wir sind verletzt und enttäuscht von Menschen, die uns nahe liegen, weil die Menschen uns sehr viel bedeuten, weil wir viel mehr von denen erwartet hätten oder was viel Besseres erwartet hätten, als das, was sie gemacht haben. Genau aus diesem Grund sind wir oft von Menschen enttäuscht, die uns sehr nahe liegen. Wie oft haben wir schon unseren Freunden begeistert von einer Person berichtet, die neu in unser Leben gekommen ist? Und wie oft mussten wir diese Aussage oder diese Denkweise relativieren? Und genau das ist nämlich der springende Punkt. Dadurch, dass wir eine Person neu kennengelernt haben und davor schon Erfahrungen mit anderen Menschen hatten, versuchen wir diese Person mit der anderen zu vergleichen. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Und wir versuchen über die Person innerhalb von kürzester Zeit ein Urteil oder uns ein Bild zu machen, obwohl das gar nicht möglich ist. Und wenn es dann nicht klappt, dadurch, dass sich die Wege trennen, dann fragen wir uns, was ist denn schiefgelaufen? Warum hat das nicht gut geendet? Allein diese Fragestellung ist schon völliger Schwachsinn, weil wie kann man innerhalb von kürzester Zeit versuchen, sich über eine Person ein Bild zu machen, die dann natürlich langfristig halten soll? Das ist alles eine Wunschvorstellung, wie wir uns die Person gerne vorstellen, wie wir die Person gerne hätten. Natürlich ist eine Enttäuschung kein schönes Gefühl, aber ich finde wichtig ist, was wir daraus machen, nämlich, dass wir die Menschen näher kennenlernen, bevor wir überhaupt ein Urteil über sie sprechen. Dass wir unser Umfeld viel, viel besser oder viel näher betrachten, bevor wir uns überhaupt an die Person binden. Denn je mehr wir uns an eine Person binden, umso schwerer fällt uns die Trennung. Und aus diesem Grund sollten wir Personen viel besser kennenlernen, bevor wir uns an die überhaupt binden. Es klingt erstmal ja so gesagt, aber man kann das Ganze steuern. Wenn man will, kann man das Ganze steuern. Und wir neigen oft dazu, uns an eine Person zu binden, weil wir von unseren Emotionen besessen sind. Und das sollten wir möglichst unterlassen und sollten die Realität und auf die Logik uns verlassen. Denn sonst werden wir ständig nur enttäuscht werden. Und ob wir enttäuscht werden oder nicht, das liegt ganz allein in unseren Händen.